Und deswegen fühlt sich auch da kommt immer, also deswegen fühlt sich das aktuell so ein bisschen an wie, als wäre ich noch so auf der, wie heißt das, in der Warteschleife für irgendwas, was dann kommt. Aber es fühlt sich für mich nicht an, als wäre ich schon im Leben. Oder als lebte ich schon das Leben, das ich leben will. Ja, ich bin gerade in einer Zwischenphase, wo ich glaube ich Probleme habe, zu rechtfertigen, wie ich leben will, oder halt auch struggle, so mehrere Vorstellungen zu vereinen. Genau, ja, ich habe früher oder eigentlich immer noch viel so nach Bedienungsanleitungen gelebt, sag ich mal, in Anführungszeichen. Also dass ich halt mir irgendwo gewünscht habe, dass mir jemand sagt, wie man leben soll und wie man glücklich wird und was Erfolg heißt und wie man Geld machen soll, keine Ahnung. Und jetzt sehe ich es halt ein bisschen anders, dass auch mehr Input von mir kommen soll, weil es ist ja auch mein Leben. Und alles andere sind Inspirationen, aber keine Gesetze, so. Und da ich halt gerade in diesem Zwischenmode bin, wo ich halt, ja, nicht ganz acten kann, was ich preach, sag ich mal, fällt mir das schwer, so klar über meine Zukunft zu reden. Ja. Jetzt gerade muss ich sagen, eigentlich schon. Also zurzeit finde ich das richtig, richtig nice irgendwie. So. Also, es passt irgendwie gerade alles so ein bisschen. Also ich bin noch lange nicht da, wo ich hin will. Aber zurzeit ist schon nice irgendwie. Also, coole Leute, Freunde am Start. Ja, ist mir cool. Aber ich bin noch lange nicht da, wo das Endgame hinführen soll. Deswegen bin ich, also, das heißt zufrieden, das kann man eigentlich so auch nicht sagen. Ich bin zurzeit, bin ich nicht unzufrieden, so, sagen wir es mal so. Aber ich bin halt noch nicht an dem Punkt, wo ich hin will. Ja, ich glaube schon. Also ich habe das Gefühl, manchmal bin ich so eher ein bisschen reingerutscht in das, was ich tatsächlich tue. Also ich weiß nicht, wie oft, dass ich mich so klar entschieden habe, aber ich kann immer, also eigentlich immer, ich denke bei den meisten Sachen so, ja, das mache ich jetzt, weil ich es gerne mache eigentlich. Und das finde ich, also das ist, glaube ich, für mich auch, ist auch einfach ein einfacheres Leben, glaube ich, wenn man denkt, wenn man einfach zufrieden ist mit dem, was man macht. So. Ja, aber ich will, also das wünsche ich mir auch für meine Zukunft, dass es so bleibt. Dass ich so denke, ja, eigentlich. Ich denke, also ich fände immer, ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach sterben würde, würde ich denken, so, ja, ich habe nicht alles gemacht, was ich machen könnte, aber es war eigentlich immer ganz gut. Also irgendwie da ist vielleicht auch so eine beruhigende Vorstellung, dass man ein Ziel hat. Das ist irgendwie leichter, wenn man denkt, ich habe jetzt eine Vorstellung, was ich irgendwie machen will. Aber eigentlich kann ich mir nicht genauso gut, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass ich das noch über Bord werfe.
Weil ich mir schon in vielen Sachen auch nicht sicher bin. Also in sehr vielen tatsächlich. Aber ich finde das schwierig zu sagen, ich will mein Leben so. Weil ich habe gerade, also durch diese Erfahrung mit diesem Unfall, habe ich verstanden, dass ich kann nicht etwas wollen. Willen? Wollen. Weil kommt immer irgendetwas, das unerwartet ist und macht dein Leben irgendwie anders. Weißt du? Deswegen ist mir diese Frage auch schwierig zu beantworten. Will ist viel zu ambitioniert. Ja. Ich glaube, wir sollten nicht so ambitioniert sein. Ich finde es total spannend, weil ich in letzter Zeit gemerkt habe, dass alles, was man sich so vorstellt, ist halt am Ende nur eine Vorstellung. Und wenn du es erlebst, ist es immer noch mal komplett anders. Und irgendwie ist es ein total befreiender Gedanke, weil dadurch kann immer noch alles immer zum Positiven gewendet werden. Weißt du, wie ich meine? Oder zum Negativen. Aber das heißt, du hast immer noch eine wahnsinnig große Freiheit, auch wenn du dir vorstellst, dass es schlimm ist. Wenn das und das passiert, kann es immer noch gar nicht mal so schlimm sein, weil es sich komplett anders anfühlt, weil du es gar nicht ganz erfassen kannst, was passiert. Also ich habe ja den Weg auch nicht gefunden, indem ich mir das Leben von jemand anders als Beispiel genommen habe. So, das, keine Ahnung, das hat sich halt irgendwie entwickelt, auch viel durch Zufall irgendwie. Ich habe ja einen Studienplatz, da hatte ich eine Zusage, da war ich schon irgendwie so 3 oder 4 Tage in der Ausbildung in Bayern. Wäre das irgendwie zeitlich anders gelaufen oder hätte ich das früher, die Zusage, wer weiß, was dann, hätte ich die Ausbildung nie gemacht, dann hätte ich jetzt den Job nicht machen können, dann weiß ich nicht. Das ist ja auch oft alles so eine Zufallsgeschichte. Ich dann damals gesagt habe, so nee, ich bin jetzt hier, ich bleibe jetzt auch hier und mache jetzt erstmal die Ausbildung und gehe nicht in das Studium, in das ich mich eigentlich ja eingeklagt hatte damals. Was mir auch noch aufgefallen ist, dass ich vor 1-2 Jahren mich über jede Aktivität, die ich machen kann, mit anderen Leuten gefreut habe. Wenn mich irgendwer zu was fragt, bin ich immer dabei. Habe immer Bock. Und dann habe ich den Tag, also habe ich das auch als WR oder als Streamswerk gesehen, dass man viel macht. Also mit anderen Leuten und außer Haus. Komplett weg. Also mich stresst es eher, wenn mich irgendwer fragt, erstmal, ob wir was machen wollen. Und freue mich mittlerweile fast mehr auf die Zeit allein zu Hause als mit anderen Leuten. In Deutschland ist es so Stillzustand.
In Frankreich ist vielleicht ein bisschen extrem, aber in Deutschland ist es sehr still. Ich war mein ganzes Leben, seit ich begonnen habe zu daten, immer in irgendeiner Form von Beziehung. Und nur die kürzeste Zeit meines Lebens war ich alleine oder Single oder wo ich wirklich auf mich allein gestellt war. Und das ist halt auch ein Problem, weil ich weiß, irgendwo in mir habe ich extreme Angst davor, alleine zu sein. Das heißt, es ist immer irgendwie auch verbunden mit einer Notwendigkeit. Ich brauche eine Beziehung, sonst bin ich alleine. Eine Gewohnheit. Ja. Eine schlechte Gewohnheit. Und ja, solche Gewohnheiten gehen schwer weg. Und ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, alleine mit mir zufrieden zu sein und einfach nur mich für mich zu haben. Und deswegen ist auch ein bisschen so eine Abhängigkeit immer in jeder Beziehung gewesen, die ich hatte. Das natürlich sehr problematisch ist für beide. Ja. Also es hat manchmal, wenn ich alleine an einem Ort war, hat es danach die Qualität, also wenn ich von jemandem davon erzähle, war es für mich vom Gefühl her so, als hätte ich genauso gut von einem Traum reden können, weil die Leute so oder so nicht dabei waren und so oder so kann ich erzählen, was ich will und kein Mensch weiß, ob es so war oder nicht war. Obwohl ich jetzt nicht Leute anlügen würde, aber ja, so. Also, ja, mir ist es wichtig, in meinem Leben Dinge teilen zu können und auf Erlebnisse und so weiter eben zusammen möglichst lange irgendwie mit einer Person zugreifen zu können. Ich finde es schön. Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, aber ich war ja auch nicht so oft in meinem Leben in einer Partnerschaft. Und ich weiß auch, dass ich alleine ganz gut zurechtkomme. Und ich weiß auch, dass ich das Alleinsein auch manchmal mehr genieße als die Partnerschaft. Aber und ich weiß auch, dass es eine Abhängigkeit sein kann, aber ich finde ich mag das aber auch nicht immer sagen zu müssen, nein, ich will mein Leben immer komplett unabhängig führen. Weil was heißt es denn? Das heißt ja auch, dass du die Sicherheit nicht hast. Oder dass du, weiß ich nicht. Ich finde es auch immer so blöd. Ich meine, ich hatte ja viele Situationen irgendwie, wo Leute mich gefragt haben, warum reist du ihm jetzt hinterher? Du machst dich abhängig, wenn du jetzt auch nach Australien fliegst zum Beispiel. Ich bin jetzt gerade auch in einer offenen Beziehung und das funktioniert auch ganz gut. Aber wir nutzen das halt nicht aus und
viele Menschen denken, dass offene Beziehungen bedeutet, dass wir uns dann beide nicht so wertschätzen, aber es ist eigentlich genau das Gegenteil. Ich habe letztens was gestartet mit einem Typen und es haben sich so schnell Muster angebahnt und nach einer Woche gab es schon einen gemeinsamen Alltag und das hat mir so eine Angst bereitet, dass ich wieder Panikattacken bekommen habe nach Ewigkeiten und dass ich dann in Anführungszeichen Schluss gemacht habe und so erleichtert war, dass ich nicht gehen konnte an dem Tag. Ich war so überwältigt, dass mir so schwindelig war, dass jedes Mal, wenn ich aufgestanden bin, dass ich umgekippt bin. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das einfach nicht als Option gesehen, dass man sich auch um sich selber kümmern kann oder sollte. Ich kenne das eigentlich auch, vielleicht ist es auch so Erziehung und so. Ich bin eher damit groß geworden, dass man sich mit anderen beschäftigt, aber nicht mit sich selbst. Ja, und ist jetzt auch ein ganz neues Ding für mich. Genau, und die Möglichkeiten, die ich halt früher hatte, die waren halt, ja, die haben es mir quasi erlaubt, dass ich nicht an mich denken muss. Also ich konnte mich sehr, sehr leicht an die Uni, an die Jobs klammern oder an die Aktivitäten halt klammern, die ich gemacht habe und da meine Zeit rein investieren und denken so, ja, okay, das ist meine Quelle von Glück, so. Und es ging ja auch lange Zeit gut, so. Und jetzt ist meine Glückssträhne halt vorbei und ich merke halt, okay, ja, vielleicht sollte ich mein Glücklichsein nicht so von meiner Karriere abhängig machen oder von meinen Jobs. Ja, auf der Straße. Also geht man oft auf der Straße, du gehst einfach Alltagssituation, du gehst einfach deinen Apfel kaufen oder so zum Beispiel. Und spontan wird die Kassiererin zu dir etwas über was Macron gesagt hat oder über die Preise in ihrem Einkaufszentrum oder sowas. Es wird oft darüber gesprochen, einfach so in diese veröffentliche. Ich war erst letztes Wochenende bei Verwandten und das ist halt oberbayerisches Gedankengut, aber da ist es halt wird dann trotzdem ein bisschen auf die Asylanten geschimpft oder so und das ist halt was in meiner Familie jeder ablehnt
aber wo sich dann trotzdem auch keiner an so einem Tag, wo eigentlich gute Stimmung herrscht und sich dann keiner mit auseinandersetzen möchte. Und wo ich auch mir dann trotzdem teilweise denke, ich weiß nicht, inwieweit ich bei solchen Personen, die dann trotzdem schon wesentlich älter sind, noch viel ausrichten kann, weil die sind nicht blöd und haben sich eigentlich schon mehr oder weniger mit auseinandergesetzt. Und ich weiß, man sollte da immer dagegen reden. Und es ist auch wieder Faulheit oder vielleicht auch manchmal Feigheit innerhalb der Familie dann einfach, oder von mir selbst vielmehr. Aber wo ich dann keinen Bock habe, eine Diskussion anzufangen, warum es jetzt okay ist, dass da auf einmal so viele Schwarze da sind. Das ist einfach, dass es eigentlich nicht irgendwas ist, wovon sie sich jetzt bedroht fühlen müssen, beziehungsweise etwas ist, dass die Leute irgendwas in den Arsch geschoben bekommen, weil das ist dann die vorherrschende Meinung leider. Aber war bei der speziellen Situation war es eigentlich so, dass dann irgendwie 3, 4 Sprüche rausgehauen wurden und hat die Person gemerkt, dass dann nicht keine Bestätigung kommt, sondern dass alle peinlich berührt sind und dann war das auch wieder vorbei und der Drops gelutscht, mehr oder weniger. Und wäre schon besser gewesen, darauf einzugehen und das Ganze zu hinterfragen, aber muss ich sagen, hatte ich dann irgendwie auch keinen Bock und die anderen Familienmitglieder von mir auch nicht. Und Ja, zum Beispiel das letzte Mal über die Gilets jaunes, die gelbe Westen. Ich war auch todmüde und habe ich ein Dokumentar und ein paar, sie haben ein Video gezeigt von was läuft in Paris. Und dann habe ich angefangen zu weinen. Weil ich fühlte mich so, wie sagt man das? Du kannst nichts tun dafür. Ja. Das Leben läuft ganz schnell, die Leute machen Revolution oder sowas und du bist jetzt allein in deinem Zimmer und du möchtest auch etwas dazu sagen oder so und du bist einfach nur vor dein scheiß Laptop und fühlst du dich total nutzlos. Und das ist diese Nutzlosigkeit, die super stark sein kann manchmal. Ja, deswegen sehe ich mich anders. So. Deswegen sehe ich mich eben trotzdem auch als Ausländer. So. Ich kann mir, also, weil ein Weißer kann das niemals nachvollziehen, was es heißt, irgendwie rassistisch angemacht zu werden, sein Leben lang. Ich meine, wenn jetzt ein Weißer nach, keine Ahnung, nach Afrika geht oder sowas, und dort dann irgendwie von den Einheimischen als Weiße bezeichnet wird, oder also wenn es überhaupt vorkommt, dass du dann wirklich abwertend als Weiße eingestuft wirst, so. Dann ist es trotzdem was komplett anderes, wie wenn du das dein Leben lang in der Gesellschaft, in der du aufwächst und überhaupt in der westlichen Welt, wenn es dich dein Leben lang, wenn sich das dein Leben lang durchzieht, so. Ich glaube, man kann das nicht nachvollziehen. Deswegen sehe ich mich da auch schon in der nicht weißen Rolle auch, so. In der Gesellschaft. Ja, ich versuche aufmerksam zu sein, meine Augen offen zu halten für Menschen, die Hilfe brauchen, ohne dass ich das irgendwie groß an die große Glocke hängen muss oder ohne dass das groß irgendwo in einem Buch reingeschrieben wird. Oder ja, keine Ahnung, so Kleinigkeiten einfach. Wenn ich sehe, jemand steht auf der Straße und benötigt Hilfe, dann helfe ich ihm. Oder wenn im Zug jemand kein Deutsch redet und Probleme mit den Kontrolleuren hat, dann springe ich halt ein, ohne dass mich jemand jetzt
drum fragen muss oder konkret mich ansprechen muss. Ich versuche halt, dass ich nicht mit Scheuklappen durchs Leben laufe, sondern ja offen bin und halt einfach bei den kleinen Dingen anfangen, die was verändern können. Ja, nee, also vor allem in diesen Wirtschaftskursen ist den Leuten das echt erstmal scheißegal, was inhaltlich machen hat will. Kommen dabei mit viel Kohle raus oder kommen schon einen Job mit Kohle. Und ich merke das immer dann, wenn ich Leute treffe oder Freunde kenne oder an Freunde denke, die sich mit solchen Fragen gar nicht auseinandersetzen müssen, weil das einfach schon gegeben ist. Dann merke ich erst so krass, wenn all die Gedanken über Geld, die ich bisher hatte, wegfallen würden, weil Geld einfach da ist, dann hätte ich wüsste gar nicht, was ich dann alles gemacht hätte in der ganzen Zeit. Wenn ich den Maschinenbauleuten sage, dass ich jetzt Philosophie studiere, sagen die auch, erstens, was willst du damit? Was schon mal eine traurige Frage ist. Und zweitens, die ein bisschen mehr damit sympathisieren, sagen so, ja okay, das ist ja vielleicht eine gute Kombination mit Ingenieurswissenschaften, dann kannst du vielleicht das und das damit machen, dann kannst du da vielleicht eine Firma gründen, die das berücksichtigt und die damit irgendwas mit anfangen kann. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie ich halt früher mit Freunden geredet habe und oder mit Uni, wie heißt es, Kommilitonen, es ging eigentlich, oder mit meinen Eltern, es geht immer um Karriere, also wie soll dein Leben aussehen und so. Man redet darüber, mit was man Geld macht, so. Und weiß nicht, bei meiner Freundin habe ich das Gefühl, es ist irgendwie anders. Die reden halt mehr darüber, so wie man sich fühlt und wie man sich fühlen will und was für Struggles gibt und so. Ich habe das Gefühl, mein Umfeld definiert sich schon sehr mit Job, und das ist nicht erst seit dem halben Jahr, wo es mir nicht so gut geht, sondern es war schon immer so. Und das hat mich einfach vielleicht ein bisschen, ja, es hat mich halt in dem Sinne geprägt, dass ich dann halt gar nicht mehr drüber nachgedacht habe, dass man auch über was anderes reden kann, wenn man über Zukunft redet. Ich glaube nicht, dass die Sache, die man macht, eine Art Selbsttherapie sein soll oder ein Ausdruck der eigenen Neurose oder ich weiß nicht was, ne? Keine Selbstbehandlung. Ich habe oft das Gefühl, vor allem in Geisteswissenschaften habe ich das Gefühl, dass Leute oft hingehen, um irgendwie sich selbst zu finden, zu entschlüsseln, zu psychologisieren. Das stelle ich mir irgendwie furchtbar vor. Ich will die Sache, mit der ich mich beschäftige, ich will, dass sie von mir vollkommen irgendwie getrennt ist und ich sie eben so tue, als würde ich sie irgendwie nicht tun. Das ist auch gar nicht so konkret jetzt auf einen bestimmten Gegenstand gerichtet. Ich will jetzt das und jenes, dies und jenes verstehen. Ich will irgendwie verstehen. Irgendwie besser verstehen. Sich und andere und Kontext, Situationen, ich weiß es nicht.
Ja, ich würde schon sagen, größtenteils materiell, weil es schon ein großer Faktor ist, wenn man kein Geld auf Tasche hat. Dass man dann trotzdem schnell in die, sag ich jetzt mal, Depression abstürzen kann. Und das auf jeden Fall eine gute Grundlage wäre, um mit dem Rest klarzukommen. So, finde ich. Also wenn man Geld hat, dann kann man mit dem Rest besser umgehen. So. Ich war jetzt nie wirklich reich oder sowas. Ich war schon an Punkten, wo ich wirklich gar kein Geld hatte und sowas. Und da habe ich auf jeden Fall festgestellt, so, das ist halt so einer der krassesten Faktoren irgendwie, dass das halt so grundlegend sein muss, um mit dem Rest zu dealen irgendwie. Ja. Also finanziell und gesundheitlich, würde ich sagen. Ja, mir war es schon vorher bewusst, dass es schwierig sein wird mit meinem Studiengang Theater- und Medienwissenschaften und Ökonomie was zu finden. Aber ich war trotzdem die ganze Zeit während des Studiums davon überzeugt, dass ich einen Job finden werde. So, ich dachte, dass ich die richtige Strategie finden werden würde, um direkt den Job zu finden, den ich machen will. Und ich war davon überzeugt, dass ich einen nahtlosen Übergang zwischen Studium und Beruf hinbekomme. Deswegen ist es ein bisschen frustrierend, dass ich immer noch keinen festen Job habe. Oder zumindest keinen festen Job in dem fachlichen Spektrum, das ich studiert habe. Aber die Suche bisher war sehr anstrengend. Also das Anstrengendste daran ist gewesen, oder ist bis jetzt noch, die Zuversicht nicht zu verlieren. So. Und das ist dann schon so mit, oder für mich hat das viel mit, ich nenne es gerne Selbstmanipulation zu tun. Wobei Manipulation so negativ behaftet ist, aber ich meine wirklich zu gucken und sich immer wieder zu sagen, also die Gedanken zu sortieren und das Negative von einem zu stoßen oder von einem wegzuschieben, damit man mit positiver Energie einen Job finden kann. Und manchmal hat sich das auch so ein bisschen angefühlt, als würde ich mich selbst verarschen. Also als würde ich den Stress gar nicht oder die Not gar nicht so richtig empfinden, weil ich mich mit Zuversicht tröste. Das finde ich auch faszinierend, so bei dem Studentenjob, 20 Stunden die Woche. Habe ich mich so reinziehen lassen, also, dass ich da am Wochenende drüber nachgedacht habe, dass ich da am Wochenende was dafür gemacht habe, dass ich mehr als 20 Stunden die Woche gemacht habe und dass ich halt auch die ganze Zeit gedanklich belegt war davon, mich damit auseinanderzusetzen. Und währenddessen voll legitim und selbstverständlich so gelebt, dass das jetzt gerade meine Aufgabe ist und ich da meine Zeit dafür aufwenden muss. Auch halt freiwillig über die Anforderungen hinaus. Und im Nachhinein erst gecheckt, wie ich mich da reinziehen habe lassen, wie viel Energie ich da reingesteckt habe. So, weil ich mich verantwortlich gefühlt habe. Ich mache mir gerade viele Gedanken drüber, weil ich das Gefühl habe, ich bin zu alt, immer noch von meinen Eltern abhängig zu sein, finanziell. Und das belastet mich auch tatsächlich. Ich finde es bescheuert, dass man so lange von den Eltern lebt. Weil irgendwie, ich meine, im Prinzip arbeite ich auch. Ich meine, ich studiere ja, aber ich arbeite ja auch. Also ich mache ja was dafür zu studieren. Und ich habe jetzt 10.000 Praktika gemacht, die alle unbezahlt waren. Weil Leute darauf bauen, irgendwie, dass man ein Praktikum unbezahlt macht, damit man schön einen Lebenslauf schreiben kann. Und sowas ärgert mich komplett und dass das nicht anerkannt wird. Und deswegen mache ich mir aber auch die Gedanken, wie kann ich Geld verdienen nach meinem Master? Ich meine, ich bin jetzt gerade im Endstadium von meinem Studium und natürlich mache ich mir Gedanken drüber.
ich muss halt einfach Musik machen irgendwie. Also, ich meine, ich mache auch oft, ich habe jetzt auch die letzten Wochen relativ wenig gemacht, bis letztes Wochenende. Und davor habe ich halt eben auch schon so, keine Ahnung, ein paar Wochen Pause einfach gemacht von Musik. Aber ich hatte immer ein schlechtes Gewissen irgendwie auch dabei, so ein bisschen. Es war immer so, eigentlich muss ich jetzt Musik machen und sowas, aber ich hatte keinen Bock, mich dazu zu zwingen, Musik zu machen. Bis letztes Wochenende eben wieder, wo ich mir gedacht habe, ja komm, Alter, wenn du sitzt da, schaust dumme YouTube-Videos oder du machst jetzt einfach das Programm nochmal auf und schaust halt einfach mal so. Aber im Endeffekt muss ich mich auch manchmal dazu zwingen, aber wenn ich mich dazu gezwungen habe, wo ich dazu aufgerafft habe und da ein bisschen reinkomme, dann denke ich mir, ja voll, ja, das ist wieder mega geil. So. Es ist schon irgendwie monogam. Es muss nicht monogam sein, aber es muss fest mit einer Person irgendwie sein. Also es muss klar sein, dass es so die Hauptperson in dem ganzen Ding. Aber ob das jetzt monogam sein muss. Ich kann mir vorstellen, dass man angefangen hat, wenn man sagt, hey, irgendwie fand ich das ganz anders. Wie wär's? Also ich bin dem offen gegenüber, dass man es eventuell irgendwann öffnet, aber prinzipiell finde ich es bescheuert und komisch, dass in unserer Zeit immer davon ausgegangen wird, dass keine Verbindlichkeit erwartet wird von vornherein. Wenn man Leute neu kennenlernt, so, ja, das ist ja sowieso nichts Ernstes, ja, aber Das dialektisch beschreibt das sehr gut, wie ich die Änderung von mir selbst wahrnehme. Ich ändere mich immer wieder und bleibe trotzdem ich selbst oder bleibe mir treu, ich werde noch, also es ist eigentlich paradox, wenn du dich änderst, du bist du selbst, aber du änderst dich und wirst noch mehr du. So nehme ich das wahr. Im Notfall sind natürlich immer meine Eltern da, aber die kann und will ich halt auch nicht wirklich sehr belasten. Deshalb war es eigentlich immer ein Durchboxen jetzt die letzten Jahre. Und es ging schon klar. Aber bin mir nicht sicher, ob es stimmt. Aber ich glaube, rückblickend, dass ich es viel leichter gehabt hätte, wenn ich nicht diese Geldprobleme hätte. Dass ich auch viel weniger depressiv gewesen wäre. Also schlimm, dass es so geldabhängig ist. Aber allein, ich liebe Theater, will da mitspielen, aber sorry, kann heute nicht mit, kann es mir nicht leisten. Kann es mir nie leisten. Umso schöner ist es halt dann doch mal hinzugehen oder so. Und dann weißt du halt auch, okay, jetzt darf ich 3 Tage kein Geld ausgeben. Und das beschäftigt mich, glaube ich, so sehr im Kopf. Auch wenn ich dann irgendwie dran denke, okay, wenn ich jetzt übertreibe oder irgendwie nicht drauf achte, dann muss ich meine Eltern fragen. Und es macht's so schlimm für mich, dass ich dann halt gar nichts mache und dann halt wieder tagelang im Bett lieg.
Also, immer wenn ich einen Job habe, ist okay. Aber irgendwie hatte ich auch in letzter Zeit immer das Glück, mir so Jobs zu haben, wo das Gehalt auch saisonal bedingt ist. Und dann war es immer kurz richtig geil. Und dann war die Saison vorbei. Und dann hieß es wieder, okay, neuer Job. Berufenort. Tatsächlich. Also, ich bin vor 3 Jahren nach Berlin gezogen und ich will eigentlich wirklich nicht gerne weg aus Berlin. Ich würde gern bleiben. Das Einzige, also mein Studium ist halt, oder halt, ich will vielleicht in der Wissenschaft bleiben, wo ich damit auch schon sehr viel hadere. Also, wenn ich sage Beruf, dann ist das Erste, was ich denke, ja, ich werde promovieren und dann auch wieder, ach, oder werde ich das? Oder will ich doch nicht? Und will ich das? Und will ich es doch nicht? Also schon eher so Zweifel, was ja jetzt auch ansteht, weil es in 5 Monaten oder so sich entscheidet. Die Gründe für ja, es kann Pech sein, aber daran glaube ich nicht. Also, weil die haben mir immer gesagt, dass mir die Erfahrung fehlt. So. Und dann einfach dieses Wort Erfahrung schon könnte ich ausflippen. Weil wie kommt man das für ein Volontariat? Also ich habe mich nicht für eine volle Stelle beworben, sondern für ein Volontariat und da lernt man. Also wo soll ich denn sonst die Erfahrung herhaben? Und dann wird mir ein Praktikum angeboten, aber ich nehme doch kein Praktikum an, wo ich 420 € im Monat verdiene. Also das kann ich mir nicht leisten. Und dann noch die Krankenversicherung obendrauf. Auf jetzt. Ja, was? Ja, es reicht, jetzt setz dich hin jetzt. Nee, das lass wieder um. Ich glaube, wir brauchen immer noch diese Mysterzeit, damit die Menschen nicht so wie Superman fühlen. Wir brauchen immer diese Humility, weißt du? Und ich glaube, durch Myster bleibt der Menschen an seiner Stelle. Glücklich, ein Gefühl, was bedeutet glücklich für mich? Ich weiß auch nicht. Also glücklich sein schließt Produktivität nicht aus oder eine Karriere nicht aus. Aber es ist auch keine Bedingung, dass man das braucht, um glücklich zu sein. Also es ist irgendwie
glücklich sein ist irgendwie eine Einstellung auch, glaube ich. Aber die habe ich jetzt nicht. Ja. Und ich glaube, mir fehlt halt einfach so die Ruhe im Kopf. Ja. Und das wäre, glaube ich, ein essentieller Part von meiner Vorstellung, glücklich sein. Dass man ein bisschen runterfährt und nicht so in Produktivitätsterms denkt. Weil ich habe das Gefühl, es hat auch seine Vorteile, so zu denken. Ich habe viele coole Sachen gemacht, auf die ich stolz bin, und habe mich halt selber gepusht, um Dinge noch mehr nach meinen Vorstellungen zu machen. Aber in letzter Zeit macht's mich eigentlich eher unglücklich und eher antriebslos und ja auch ein bisschen ängstlich, Dinge auszuprobieren. Deswegen, ich wäre gern, glaube ich, produktiv ohne, nee, ich wäre nicht gern produktiv, aber ich wäre gern, ich wünschte, ich hätte nicht diesen selbstgemachten Druck in mir, sondern halt stattdessen mehr Ruhe, mehr Zen halt. Das ist ein bisschen schwierig, weil gerade ist für mich nichts wichtiger als, oder ich kann das nicht gleichstellen oder auch nichts nennen, was nach Beruf kommt, weil ich einfach schon so lange nach einem Job suche, dass mich das total verblendet, was daneben auch noch wichtig für mich ist. Das ist sehr primitiv. Das ist super primitiv, aber gleichzeitig sehr schwer, weil seinen Körper zuzuhören ist auch sehr, sehr schwierig. Weil manchmal ist einfach deine Ideen sind so fix, du hast sie so fixiert einfach. Du hast dir so viele Ziele geplant, aber nee, es geht überhaupt nicht. Manchmal kannst du die überhaupt nicht, du kannst manchmal einfach akzeptieren, dass du die nicht erreichen kannst. Aber sie werden dann andere Ziele sein. Weißt du? Sind nicht die, dass du dir mit deinem Kopf vorgestellt hast, sondern die mit deinem Körper vorgestellt hast. Und die führen dich also für mich zum Glücklichkeit. Wie sagt man? Wenn du kein Einzelner bist und du sagst, aber das Materielle ist unwichtig für dein persönliches Glück, so dann glaube ich das nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Jeder hat irgendwas, und gut essen oder Kleidung oder neue Technik oder Bilder, Kunst, Möbel, das sind auch alles Sachen, die einem irgendwo selber ein bisschen ausmachen und die Teil von einem sind. Und das ist materiell, haftet so ein schlechter Ruf an, aber bis auf andere Menschen oder Lebewesen, ist ja alles materiell so. Also das ist ja alles, was du hast. Materielle Sachen können auch ein symbolischer Wert beiwohnen oder sonst irgendwas. Also ich finde es nichts Schlimmes, sich materiellen Dingen, also gerne die zu haben oder sich mit denen zu
zu kaufen, solange es keine Überhand nimmt und andere Sachen wichtiger sind. Also was mir auch noch eigentlich auffällt in den letzten Jahren, das wo erstmal bewusst wird, ist, dass so Sachen wie Essen, Trinken, Atmen, Schlafen, Spazieren gehen, Sehen einen halt auch voll erfüllen kann oder einen halt Wohlbefinden schaffen kann. Sehen vielleicht nicht, aber das befriedigt, was man halt erstmal elementar braucht und dass das halt auch ein Wert ist und einen auch Freiheit gibt und Druck rausnimmt, wenn man das als Ziel nimmt oder das als Aufgabe nimmt, sich gesund zu ernähren oder so zu ernähren, wie man sich wohlfühlt. Das war mir gar nicht bewusst vorher. Developing high-yielding, disease-resistant wheat that boosted harvests in what became known as the Green Revolution. Ronnie Kaufman was a young postgraduate in 1970. He was Dr. Norman Borlaug's first and only PhD student at his research station in Mexico. Ronnie was with him the moment he found out he'd won the Nobel Peace Prize. Oh, I remember that very well. We were in the field, hard at work, and we looked up and saw a car coming down on the other side of a major irrigation canal. And Dr. Borlaug said, "Whoa, that looks like Margaret." Margaret was his wife, of course. And she gets out, and they kind of shout at each other across this wide canal. And she says, "Norman, you won the Nobel Prize." And then, she... Allgemein auf mein Leben bezogen, glaube ich, stelle ich mir das so vor, dass das Wichtigste für mich ist, gesund zu werden, meine chronische Krankheit irgendwie heilen zu können oder zumindest einen Weg finden, mit dem ich irgendwie leichter umgehen kann und wo ich einfach, wo es mich nicht so belastet im Alltag. Das ist auch ein großes Ziel. Ja. He saw a lot of poverty. I think that set him on his career to do something that would benefit society. He trained as a plant pathologist in the late 1930s, learning to fight crop diseases and to develop plants that were resistant to them. By the late 1950s, he was given an assignment that would change his life and those of millions of others: how to beat rust disease. So what is rust disease? It's a fungus. It is carried in the wind, and it can blow up to 100 miles a day if a large spore load, as we say,
lands on a field and can just wipe it out. It is the worst plant disease in the world. Borlaug's assignment was specifically to do something about the rust disease, which was wiping out the crop in Mexico, and also was a threat to the United States. So he set about to develop rust-resistant wheat varieties. With impressive speed, Borlaug was able to develop a rust-resistant strain of wheat and one that yielded more grain per head than traditional varieties. The only trouble was Wenn ich morgens im Traum irgendwie aufwache, checke ich auch so stundenlang nicht, dass es ein Traum war. Und deshalb bleibe ich dann bis abends noch liegen. Ich habe irgendwie letztens geträumt, mein Vater wäre gestorben. Und ich war so traurig darüber, dass ich einen kompletten Tag durchgeschlafen habe bis zum nächsten Tag. Also praktisch 2 Nächte. Und nicht aus dem Bett gekommen bin, weil ich wirklich dachte, das wäre wahr. Richtig dumm. the results were astonishing. With the help of nitrogen fertilizers, Borlaug and his team were able to improve yields in Mexico 6-fold. By the early 60s, Mexico became a net exporter of wheat. What happened was the varieties were suitable to a large number of environments and were very productive. Dr. Borlaug's drive and enthusiasm for his subject was legendary. I was in my 20s at the time. He was in his 50s, but I had trouble keeping up with him. He was a dedicated, extremely hard-working person. He wasn't good at following the script, but he was a wonderful speaker. There are those who now say that food is not the problem. I say it will be a continuing problem. I would say Borlaug was obsessed with just about everything he did. Sometimes this put him in conflict with some of his colleagues. He was not about writing. He never got his annual reports in on time. There was a lot of tension, and in fact, his supervisor actually fired him at one point. I don't think he thought of himself as a rebel. He just really wanted to do the right thing, what he believed was the right thing. So he did it.